Du hast Arthrose in deinen Fingern. Autsch. Aber dann hast du genau das richtige Video angeklickt, weil ich zeige dir, was du selbst gegen deine Schmerzen tun kannst. Die 3 Übungen, die ich dir zeige, die könnten einen echten Unterschied machen. Vor allem die dritte, die letzte Übung hat schon vielen geholfen. Also gute Chancen für dich. Kurz für dich zur Erklärung zum Thema Fingerarthrose. Wir haben die Finger mit vielen Gelenken, genug Möglichkeiten, Arthrose zu bekommen. Am häufigsten ist sie tatsächlich im Daumengrundgelenk. Wenn man die Finger betrachtet, meistens in den Endgelenken, also in den kleinen am Schluss des Fingers. Und deswegen zeige ich dir jetzt die Übungen einmal auf die Finger bezogen, nur ganz kurz, dass du weißt, wie es geht. Und dann führen wir sie durch in Originalzeit für den Daumen, weil der eben am häufigsten betroffen ist. Ich habe die Ina wieder dabei. Ina zeigt das, was ich ansage. Und du mach am besten direkt mit, damit du die genaue Übungszeit einhältst und auch verstehst, wie dieses Krafttraining funktioniert. Also die erste Liebschaum-Prachtübung ist folgende. Leg bitte deine Hand vor dich auf eine Fläche, auf einen Tisch, auf eine Fensterbank, was auch immer von der Höhe für dich passt. Kannst du auch am Boden machen. Und dann drehst du die Hand nach außen, bis die Finger auf das jeweilige Bein zeigen. Das heißt, linke Hand dreht so, dass die Finger aufs linke Bein zeigen. Versuch den Daumen auch dran zu lassen, damit alle 5 Finger sozusagen schön in der Dehnung drin sind. Und dann merkst du wahrscheinlich schon hier, dass es anfängt zu ziehen. Merkst du auch schon wahrscheinlich, gell? Ein bisschen. Okay, aber das bisschen werden wir jetzt steigern. Geh jetzt mal langsam mit der Schulter immer weiter zurück in Richtung der Finger, ohne das Handgelenk abzuheben. Das ist wichtig. Das Handgelenk muss unten bleiben. Und dann dehnen wir es erstmal die ganzen Beuger. Und der Daumen, der dran ist an der Hand, wird mitgedehnt. Ja? Schön nach hinten gehen. Ja, da merke ich es schon. Steigern, einatmen, im Ausatmen noch ein bisschen mehr. Und jetzt geh mal, Ina, und du auch zu Hause, auf die Position, wo die Intensität gerade noch gut erträglich ist, aber ohne abzuheben. Du hebst schon ein bisschen ab, Ina. Das Abheben kannst du verhindern, indem du Axialdruck gibst. Das heißt, indem du in der Achse des Arms nach unten drückst. Ja. Dann zwingst du das Handgelenk auf den Boden und dann wird die Übung viel effizienter. Da ist es. Da merkst du es jetzt, gell? Okay. So, jetzt haben wir ungefähr plus minus 1 Minute rum und jetzt kommt das Krafttraining. Jetzt, Ina, spannst du deine Handfläche so fest wie möglich gegen den Tisch. Ja. Richtig fest anspannen. So als wolltest du in den Tisch reinkommen mit der Hand. Richtig fest anspannen. Lässt wieder locker, aber nicht aus der Dehnung rausgehen, sondern danach direkt noch ein bisschen weiter in die Dehnung rein. Achtung, nicht abheben, Axialdruck halten, also der Arm drückt praktisch nach unten, das ist Handgelenk, dass die Handwurzel am Boden bleibt. Und nochmal, die Finger drücken jetzt wieder gegen den Tisch, richtig fest. Du darfst hier ruhig alle Kraft geben oder hinein tun, die du hast. Ja? Je kräftiger, desto besser. Nur es muss gerade noch gut erträglich sein. Das ist immer wichtig. Wieder locker lassen und ein bisschen weiter in die Dehnung. Jetzt wird es schon mehr, Ina, oder? Natürlich. Aber ist gerade noch gut erträglich? Es ist erträglich, soll ja auch, dass gerade ich bis noch zum Schluss aushalte. Ganz genau. Das ist ein guter Hinweis von der Ina, weil wenn du aus einer Übung zwischendurch raus musst und sagst, oh, ich kann nicht mehr, dann hast du zu intensiv geübt. Und das ist genauso falsch und nicht zum Ziel führend, wie zu wenig Intensität zu haben. Deswegen ist es so wichtig, sich diesen Punkt immer wieder bewusst zu machen. Und dann machen wir noch einmal. Du drückst gegen den Tisch wieder, lässt locker und gehst noch weiter rein. Und dann kommst du langsam wieder raus. Und diese erste Übung, bei der ist es egal, ob du jetzt in den Fingergelenken Arthrose hast oder im Daumen. Das ist für beide Sachen geeignet. Was mich total interessieren würde, schreib doch mal über deine Erfahrung mit Fingerarthrose. Ja, was hast du schon durchgemacht? Wie lange hast du es? Was hast du versucht? Immer spannend für die anderen. Und dann schreib auch später rein, wie es dir geht, was die Schmerzen angeht, wenn du die Übung gemacht hast. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung und jetzt zeige ich erstmal kurz, wie das für die Finger ist. Es ist ganz ähnlich. Ina, schau, leg bitte die Hand drauf, du zu Hause machst gleich mit, drehst die Hand maximal nach außen, das ist noch genauso wie eben. Aber jetzt gibt es einen Unterschied, weil, Ina, jetzt gehst du mal so weit zurück, dass du das Handgelenk abheben musst. Aber die Fingergrundgelenke
das sind diese hier, die versuch am Boden oder am Tisch, je nachdem, wo du übst, zu lassen im Kontakt. Das heißt, du hebst sie jetzt absichtlich ab, bekommst aber jetzt dadurch nochmal mehr Zug auf die entsprechenden Muskeln und Sehnen und Faszien von den Fingern. Ja, du merkst jetzt, das zieht anders als eben. Es zieht auch hier, aber es zieht nochmal hier unten in diesem Bereich. Gell? So, und der Finger, um den es jetzt geht, da machst du Folgendes. Du bleibst genau so, wie du bist und greifst mit der anderen Hand. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel, das wäre der Mittelfinger. Ja, dann greifst du den Mittelfinger. Ja, wenn du nicht runterkommst, weil da schon zu viel Druck drauf ist, dann geh ein bisschen aus der Dehnung wieder raus, nimm ihn dann hoch und dann gehst du wieder in die Dehnung rein. Ja, so, und greif am besten auch vorne an der Spitze, das ist das letzte Gelenk, weil da ist er am häufigsten, dass es auch die Spannung hat, die Dehnung. Und dann ziehst du zusätzlich den Finger noch hoch. So wäre das für den Finger. Wir machen es jetzt eine Mitmachlänge, aber für den Daumen. Dann bleibst du genau so, wie du bist, ja, nimmst aber jetzt den Daumen. Da greifst du am besten, musst mal gucken, am besten von vorne rumgreifen. Ich gehe auch mal um dich rum. Du greifst von der Seite und jetzt testest du bitte mal, wohin du den Daumen jetzt ziehst. Ziehst du ihn mehr senkrecht hoch, ziehst du ihn mehr ein bisschen nach außen? Fühl mal rein, Ina, wo zieht es am meisten? Wenn ich ihn hochziehe und zur Hand hin. Okay, das kann bei dir ein bisschen anders sein. Probier mal, wann du am meisten Zug spürst, rund um den Daumen und ins Gelenk rein. Und dort bleiben wir jetzt und jetzt beginnt die Dehnung. Ja, jetzt warten wir, bis die Muskeln nachgeben, bis die Faszien nachgeben. So, du hast gemerkt, es lässt langsam nach und so wie es nachlässt, ziehst du wieder mehr am Daumen. Und jetzt, Ina, jetzt versuchst du mit dem Daumen in die Gegenrichtung zu ziehen. Okay. Du spannst deinen Daumen an, das ist ein Daumenkrafttraining. Oh, ja? ja. Und spannst den Daumen so fest wie möglich nach unten. Entspannst wieder und ziehst ihn ein bisschen weiter in die Dehnung. Und ganz vorsichtig, dass du nicht deinen Daumen irgendwie überbelastest. Gell? Und was ist die Grenze? Die Grenze ist immer, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Dann spannst du nochmal mit dem Daumen Richtung Tischplatte. Richtig mit Kraft, Daumenkraft. Ist auch ein Ansteuerungstraining, ja. Lässt wieder locker, ziehst weiter am Daumen in die Dehnung rein. Aber achtest immer darauf, dass du gerade noch im gut erträglichen Bereich bist. Gerade noch Wohlfühlschmerz, kann man ja auch sagen. Und noch einmal, ja. Du drückst mit dem Daumen nach unten, so kräftig wie das geht und du es gerade gut ertragen kannst. Drücken, drücken, drücken. Lässt locker und ziehst nochmal weiter. Und dann kommst du langsam wieder raus. Darfst gerne nochmal einen Kommentar schreiben, wenn du den Daumen jetzt bewegst, hat sich da schon was verändert? Es kann nämlich sein. Und wenn du mehr machen willst gegen Kniearthrose, das ist auch ein Gelenk, wo häufig Arthrose entsteht, dann kannst du hier klicken und dort deine Übungen machen. Und jetzt kommt die dritte und letzte Übung, nämlich für die Finger- und Daumenstrecker. Dazu haben wir hier ein kleines Tuch, würde ich dir an deiner Stelle auch empfehlen. Du kannst auch einen Topflappen nehmen, damit es ein bisschen weicher wird, weil jetzt machst du Folgendes. Dann machen wir zusammen, ja? Du kannst gleich mitmachen. Du guckst in deine Hand, jetzt rollst du die Finger zusammen, immer weiter. Und zum Schluss verschließt du die Faust, die du jetzt gemacht hast mit dem Daumen. Dann beugst du das Handgelenk, ohne dass das Ellbogengelenk sich beugt. Das ist nicht ganz einfach. Und dann drehst du nach innen, so weit wie es geht. Und wenn du nach innen gedreht bist, dann legst du vorsichtig jetzt hier die Knöchel auf. Und jetzt geht es darum, die Dehnung auszulösen. Da musst du aber mit der anderen Hand jetzt helfen, weil die Finger dürfen nicht aus der Faust raus. Also die andere Hand verschließt jetzt die Finger, hält die Faust praktisch geschlossen, dass die Finger sich nicht bewegen können. Und dann drückst du axial nach unten, sodass dieser Abstand immer geringer wird. Nicht nach vorne gehen. Ja, du lässt die Knöchel aufgesetzt und bleibst so und drückst nach unten. Und dann wird der Abstand hier immer geringer. Solltest du schon unten sein, dann kann die Schulter auch ein bisschen da zur Seite genommen werden, um die Dehnung zu verstärken. Aber im Normalfall langt das, wenn der Arm senkrecht steht,
dass du hier genügend Abstand hast, dass du üben kannst und du musst die Finger geschlossen halten. Das wäre für die Fingergelenksarthrose. Falls du am Daumen Probleme hast, dann machen wir es ein bisschen anders. Nimm mal die linke Hand nach vorne, ja, du auch. Daumen rein, weil jetzt muss der Daumen ja weit möglichst gebeugt werden. Dann verschließt du mit den Fingern sozusagen den Daumen und bewegst das Handgelenk nach unten. Und dann fühlst du hier einen starken Zug. Und für das Gegenspannen machen wir es jetzt so, du hältst praktisch die Faust mit der anderen Hand und ziehst sie nach unten, ganz dezent, so dosiert, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Und dann merkst du hier diesen starken Zug über die Sehne. Und dann dehnst du erstmal zunehmend rein, bleibst so stehen und nimmst die Faust, die linke, mit Kraft der Finger immer weiter nach unten, sodass du es gerade noch gut ertragen kannst. Setze wie immer die Atmung ein bisschen bewusst ein. Beim Ausatmen ein bisschen weiterziehen. Bist du an der Grenze, Ina? Ja. Sehr gut. Ein bisschen weiterziehen, schön atmen dabei. Und jetzt kommt unser Krafttraining. Wie sieht das Krafttraining aus? 2 Ansteuerungen. Die erste Ansteuerung, du bleibst bitte so stehen, ich zeig's. Die erste ist, als wolltest du die Hand hochnehmen. Und die zweite, als wollte der Daumen sich strecken. Und diese beiden Anspannungen machst du jetzt, während du hältst. Ja? Die Hand will nach oben, der Daumen will strecken. Fühlst du das? Ja. Hand will nach oben, Daumen will strecken. Mach direkt mit. Lass wieder locker. Guck, dass die Faust geschlossen bleibt, also dass der Daumen schön kontrolliert ist. Und zieh noch ein bisschen weiter nach unten. Steigere das ein bisschen. Und dann machst du das nochmal. Die Hand will hoch, der Daumen will öffnen, kann Millimeterbewegung zulassen, muss immer bewegungslos sein, isometrisches Anspannen nennt man das. Wieder locker lassen und noch ein drittes Mal weiter reinziehen. Okay, und langsam wieder rauskommen. Hey, kurz zu deiner Info. Am Sonntag, dem 7.1. findet hier in diesem Kanal um 11 Uhr ein großes Neujahrs-Live-Training statt. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Wir üben von Kopf bis Fuß gegen alle möglichen Schmerzen. Und das Besondere, du kriegst 12 Tipps, für jeden Monat einen sozusagen, um endlich mal in diesem Jahr deine guten Vorsätze auch umzusetzen. Ich freue mich total auf dich. Und fühle mal rein und spüre, ob sich schon was geändert hat. Wichtig, jeden Tag üben. Und weil dieses tägliche Üben so schwierig ist, gibt es unsere App. Da wirst du jeden Morgen abgeholt von mir persönlich. Da machen wir zusammen 7 Minuten Übung für den ganzen Körper. Und das Ziel in dieser App ist, dass du mit 99 tanzen kannst und Fußball spielen kannst mit Enkelinnen und Enkeln. Guck da mal rein, das kannst du 30 Tage testen. Aber viele finden das total toll, weil eben jeden Morgen die Motivation ist und du an der Hand genommen wirst. Komm, jetzt mach die Übung und nicht tu alles, damit du es regelmäßig tust. Wenn du da mal testen möchtest, dann klicke bitte hier. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt dringend tun, und zwar dort unten, damit du kein Video mehr versäumst. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.